Der Fragebogen der Bundeswehr zur Erfassung von Wehrpflichtigen ist jetzt vom Spiegel veröffentlicht worden. Er wird ab Januar an mögliche Wehrpflichtige verschickt. Ich werde dir diesen Fragebogen hier zeigen und dir auch meine Prognose, meine Einschätzung zur Sicherheitslage in Europa jetzt und in Zukunft geben. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Das Thema Wehrpflicht ist natürlich für viele unserer Mandanten gerade ganz oben auf der Liste der Gründe, warum sie Deutschland verlassen möchten. Nicht nur betrifft das junge Leute, die sich selbst vor der Wehrpflicht schützen wollen, sondern auch Eltern, die im Grunde genommen mit ihren Familien, mit ihren Kindern ins Ausland wollen, um sie davor zu schützen, in irgendeinem gottvergessenen Land kämpfen und möglicherweise sterben zu müssen. Länder, die man besonders ins Auge fasst in dieser Situation, sind natürlich kleine Länder, neutrale Länder, Länder, die zum Beispiel nicht Mitglied der NATO sind. In Europa fällt einem hier die Schweiz oder auch Irland ein. Das Letztere ist natürlich noch deutlich weiter ab vom Schuss als zum Beispiel die Schweiz und hat anders als die Schweiz auch nur ein sehr, sehr kleines Militär. Zu beiden Ländern veranstalten wir regelmäßig Seminare, Auswandern in die Schweiz, Auswandern nach Irland, wo man sich zu allen steuerlichen Gegebenheiten dann informieren kann. Beide Länder haben ja nicht nur Sicherheitsvorteile, sondern auch beachtliche steuerliche Vorteile, wenn man diese richtig anwendet. Diese Seminare finden typischerweise in Zürich statt. Zum Teil machen wir auch längere Reisen nach Irland, wo wir auch dann das Land zum Beispiel ganz konkret vor Ort entdecken und anschauen. Details auf unserer Webseite, Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wenn das für dich ein Thema ist, Auswandern in die Schweiz oder zum Beispiel auch nach Irland, speziell wegen dem Thema Wehrpflicht, dann überleg dir, ob es nicht sinnvoll ist, an einem solchen intensiven Seminar teilzunehmen und alle rechtlichen und steuerlichen Gegebenheiten rund um den Umzug dorthin zu erfahren. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Ab Januar 2026 verschickt die Bundeswehr ihren Fragebogen an potenzielle Wehrpflichtige, an Jahrgänge, die man möglicherweise in Zukunft für die Wehrpflicht heranziehen will, um zunächst mal hier einen kohärenten Datenstand zu haben, um einmal zu wissen, wen es da eigentlich gibt und wer möglicherweise auch schon als Freiwilliger Interesse hat, in der Bundeswehr zu dienen. Der Spiegel hat nun diesen Fragebogen veröffentlicht. Ich zeige dir mal eben den Artikel dazu. Das ist der Fragebogen der Bundeswehr. Ein Fragebogen soll bei jungen Menschen die Eignung erfassen. Der Dienst bleibt aber freiwillig. Den Brief von der Bundeswehr bekommen die gerade Volljährigen ab Mitte Januar. Und dann hat der Spiegel davon Screenshots veröffentlicht. Diese will ich dir nun auch einmal zeigen. Link dazu packe ich natürlich auch in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Screenshots, wie gesagt, hier vom Spiegel. Du kannst schon sehen, das Ganze ist sehr detailliert. Hier fängt es einmal an natürlich mit persönlichen Daten. Dann geht es um das Thema Bildungsabschlüsse. Ich werde jetzt noch ganz kurz durchgehen. Ich werde dann, wie gesagt, das Ganze verlinken. Da kannst du dir im Detail einmal anschauen. Bildungsabschlüsse, Qualifikationen, Berufsausbildung. Das sind also schon sehr detaillierte Fragen, welchen Führerschein du hast, welche Sprachen du kannst, Größe, Gewicht, Fitnesslevel. Hier die Frage, ob du irgendwo einen anderen Wehrdienst gerade leistest. Wenn ja, für welchen Staat? Und dann natürlich die Frage hier, wie gesagt, das Ganze richtet sich an Männer und an Frauen. Bewertung deines Interesses am Dienst als Soldatin oder Soldat. Hier kannst du dann auf einer Skala von 0 bis 10 wählen. 0 heißt gar kein Interesse. 10 würde bedeuten, ich habe unbedingt Interesse als Soldatin oder Soldat zu dienen. Wenn du dann hier einen Wert größer 0 auswählst, gibst du gleich deine Telefonnummer an und deine E-Mail-Adresse, dann wird man dich hier wahrscheinlich sehr schnell kontaktieren wollen. Wie lange könntest du dir vorstellen, in der Bundeswehr zu dienen? In welchen Bereichen der Bundeswehr könntest du dir vorstellen, eingesetzt zu werden? Und natürlich auch, wann du loslegen könntest. Ich bin vollkommen flexibel, so schnell wie möglich. Frühestens in 3 Jahren und alles dazwischen kannst du auch auswählen. So, also ein sehr detaillierter Fragebogen zur Erfassung möglicher Wehrpflichtiger. Wie gesagt, Sinn des Ganzen soll ja sein, dass man erstmal einen Bestand hat, der Männer und Frauen und auch ungefähr eine Idee davon hat, wie sehr diese möglicherweise einsatzbereit sind. Alles momentan beruht auf Freiwilligenbasis. Also, ich meine, ein möglicher Wehrdienst beruht auf Freiwilligenbasis. Männer müssen das Formular ausfüllen. Frauen müssen es nicht tun. Wenn sich dann genügend melden zu einem Wehrdienst, dann will man es auf Freiwilligenbasis belassen.
Wenn man sich allerdings die Zahlen anschaut, auf welche die Bundeswehr aufgestockt werden soll, man will ja die größte militärische Kraft in Europa sein. Das hat ja Herr Merz ganz klar so gesagt. Dann frage ich mich natürlich, ob das auf freiwilligen Basis alles so funktionieren wird. Wer weiß, man soll natürlich dort ganz gut bezahlt werden dann, wenn man Rekrut ist. Außerdem wird möglicherweise der Führerschein bezahlt. Außerdem hat man möglicherweise noch andere Vorteile. Also vielleicht wird es tatsächlich so sein, dass es dort genügend Freiwillige gibt. Ich habe Zweifel daran, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, wie attraktiv die Bürgergeldregelung in Deutschland ist, dann beantrage ich doch lieber Bürgergeld, als hier irgendwo durch den Schlamm zu robben und möglicherweise draufgehen zu müssen in irgendeinem Krieg. Aber man wird sehen, wie das Ganze sich entwickelt. Aus meiner Sicht ist es ganz klar, hier gibt es eine schleichende Entwicklung hin zur Wehrpflicht. Natürlich kann man das nicht so über Nacht alles verkünden und dann auch neu einführen. Das geht so im Grunde genommen nach Salamitaktik. Wir gewöhnen uns erstmal sozusagen an das Thema Wehrpflicht. Wir gewöhnen uns, dass wir uns konkret damit auseinandersetzen müssen, dass unsere jungen Menschen dann tatsächlich diese Fragebögen bekommen, dass sie gezwungen werden, wenigstens ein Mann, diesen Fragebogen dann auszufüllen. Das ist dann mal der erste Zwang. Wir kennen ja andere staatliche Zwänge, zum Beispiel den Zwang, Steuern zu zahlen. Der Staat kann uns eben zwingen, diese Dinge zu tun und dann bist du einmal in einer Datenbank drin und wer weiß, was dann tatsächlich mit deinen Daten passiert und was dann tatsächlich auf dich zukommen wird. Das deutsche Wehrpflichtgesetz und das deutsche Passgesetz sind ja ziemlich eindeutig. Dort heißt es ganz klar, wenn du Anstalten zum Beispiel machst, dich vor der Wehrpflicht zu drücken. Wenn du also ins Ausland zum Beispiel einfach wegziehst, ohne das mit der Bundeswehr abzustimmen, wenigstens dann, wenn die allgemeine Wehrpflicht wieder eingesetzt wurde, was ja momentan noch nicht ist, dann kann alles Mögliche passieren. Es kann dir sogar der deutsche Pass weggenommen werden. Nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, aber der Pass als Dokument. Du kannst sogar an der Ausreise gehindert werden, wenn du beim Verlassen des Schengen-Raums, wo du ja deinen Pass zeigen musst, wenn der Beamte das Gefühl hat, dass du ins Ausland willst, um dich vor dem Wehrdienst zu drücken, dann kann dir die Ausreise verweigert werden und es kann dir der Pass entzogen werden. Also ganz drakonische Maßnahmen, die hier momentan noch rein theoretisch im Raum stehen. Auch die Verlängerung des deutschen Passes kann dir verweigert werden. Das heißt, wenn du im Ausland bist, du hast es geschafft, der Wehrpflicht zu entkommen, der Krieg findet ohne dich statt und dann willst du aber deinen deutschen Pass verlängern, weil er abgelaufen ist, dann kann dir die Ausstellung eines neuen Passes verweigert werden. Auch das wäre dann eine Riesenbredouille für dich, weil dann sitzt du dir irgendwo, weiß ich, in Dubai, willst deine Emirates-ID verlängern und hast möglicherweise dann keinen deutschen Pass, weil dieser abgelaufen ist und der deutsche Staat dir keinen neuen gibt, weil du dich vor der Wehrpflicht gedrückt hast. Also da gibt es jetzt noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt natürlich, jetzt ist ja alles freiwillig. Ja, wir wissen ja, wie das mit der Freiwilligkeit ist und dem Staat. Ja, Also erst ist es freiwillig, dann wird es zu einer ganz starken Empfehlung und dann oftmals zum Zwang. Leider, so haben sich die Dinge ja schon öfter in der Vergangenheit ergeben. Also steckt ein komplizierter Themen- und Fragenkomplex dahinter. Meistens ist die Haltung richtig während den Anfängen. Je früher du dich aus diesem System verabschieden kannst, legal natürlich, desto besser ist es. Das ist meine Erfahrung. Ich habe Deutschland vor 25 Jahren verlassen und auch die EU und auch dafür bin ich sehr dankbar rückschauend. Natürlich habe ich damals nicht das gleiche Wissen gehabt, was ich heute hatte. Damals ging es eher um praktische Aspekte. Ich hatte schon im Schweizer Grenzgebiet gewohnt und in der Schweiz gearbeitet. Also war der Schritt dann in die Schweiz naheliegend, wenn man hier nicht mehr mit dem deutschen Finanzamt zu tun haben wollte. Aber rückblickend kann man sagen, war es tatsächlich für mich eine glückliche Fügung und ein Schritt, den ich nie bereut habe. Und ich bin auch dankbar dafür, dass ich ihn gemacht habe als junger Mensch. Und es ist natürlich einfach, als junger Mensch ins Ausland zu gehen und seine Karriere im Ausland aufzubauen, als dann zunächst mal Wurzeln zu schlagen in Deutschland oder sonst wo in Kontinentaleuropa und dann das Land zu verlassen. Das kann möglicherweise deutlich schwieriger werden. Also daher gerade, wenn du ein junger Mensch jetzt bist, wenn du von diesem Wehrpflichtsthema getroffen bist, auch wenn deine Eltern vielleicht sagen und deine Angehörigen, das ist totaler Quatsch, bleib einfach hier, da wird schon nichts passieren. Da solltest du auf deine eigenen Instinkte hören. Es ist ja oftmals gerade bei den Themen der Wehrpflicht so, dass die ältere Generation, also jene, die jetzt nicht mehr mit dem eigenen Leib und Leben kämpfen müssen, dafür sind. Sie schreien, ja, wir wollen Krieg, wir sind für die Wehrpflicht. Sie selbst müssen ja, wie gesagt, nicht mehr solche Kämpfe dann tatsächlich austragen. Aber du als junger Mensch bist natürlich in ganz anderer Weise von betroffen. Daher solltest du hier auf deinen Instinkt hören. Und möglicherweise bietet es sich ja für das Studium zum Beispiel an. Da würde ich mir an deiner Stelle sehr gut überlegen, ob du diese Möglichkeit wahrnimmst. Ich halte diesen Instinkt, den du dort hast, für absolut richtig.
Denn ich muss auch ehrlich sagen, jetzt komme ich zum zweiten Teil, was eigentlich jetzt meine Prognose ist, wenn wir uns die Welt heute anschauen, Ende 2025. Meine Prognose ist ehrlich gesagt nicht besonders gut. Es sieht jetzt ja gerade so aus, oder wir hören das immer wieder, dass jetzt der Krieg in der Ukraine kurz vor dem Ende steht, dass die Friedensverhandlungen sich auf den letzten Metern befinden. So hat es zumindest Herr Trump gesagt. Ob das wirklich so ist, das steht natürlich in den Sternen. Aber selbst wenn es so ist meiner Meinung nach die Sicherheitslage in Europa und der Welt dadurch nicht deutlich besser geworden. Momentan sieht es ja ein bisschen so aus, als wenn Trump bereit wäre, möglicherweise Taiwan hier zu opfern auf dem Altar eines Nicht-Angriff-Paktes mit China und natürlich dann den Donbass an die Russen zu geben im Rahmen eines gleichen Nicht-Angriff-Pakts mit den Russen. Wir haben die Situation im Mittleren Osten. Auch da, wenn du hörst, was in den USA gerade passiert und welche großen Diskussionen es gibt, gerade im rechten Lager, wie viele der Konservativen, die eigentlich Trump unterstützen, nicht mehr Israel unterstützen wollen auf die gleiche Art und Weise, wie es bisher der Fall war. Gleichzeitig aber werden zum Beispiel die Kataris ja von Trump sehr öffentlich, sehr plakativ unterstützt, scheint auch da so einiges in Bewegung zu sein. Mal ganz abgesehen von der Lage natürlich in Venezuela. Also ich glaube nicht, dass wir hier auf eine Phase der Stabilität zusteuern, ganz egal, wie das jetzt in der Ukraine tatsächlich weitergeht. Ich glaube auch nicht, dass Trump wirklich hier zum Frieden beigetragen hat und zur Stabilität. Ich glaube eher, dass sein Einwirken den gegenteiligen Effekt hatte. Man muss ja sehen, man hat dieses ganze Epstein-Problem. Momentan dort werden immer mehr Akten veröffentlicht. Er ist ja dort auch prominent genannt, wenn auch, muss man ganz ehrlich sagen, in nicht sehr kompromittierender Art und Weise, aber dennoch, sein Name taucht auf, seine Bilder tauchen auf, etwas, von dem er ablenken will. Und es war ja schon immer so, dass im Grunde genommen von Skandalen im Inneren am besten abgelenkt werden kann, indem man Spannung im Äußeren erzeugt. Sogar vielleicht ein militärischer Konflikt. Keiner kann in die Glaskugel schauen, aber wenn ich mir die Geschichte von Kontinentaleuropa der letzten 500 Jahre anschaue, dann müssen wir ganz klar sagen, dass die letzten 75 Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg ganz klar eine Ausnahmesituation waren und nicht die Regel. Wenn wir uns anschauen, wie viele Tote es auf eigenem Boden gab in verschiedenen Regionen, und zwar Tote auf eigenem Boden durch Gewalt und Krieg, dann gab es in Kontinentaleuropa in den letzten 500 Jahren, also ungefähr seit dem Jahre 1500, 60 bis 80 Millionen Tote. Dagegen im Vereinigten Königreich zum Beispiel nur 60.000 bis 100.000 Tote. Und in den Vereinigten Staaten nur 750.000 Tote, nur in Anführungszeichen, auch eine ganze Menge. Das natürlich hauptsächlich durch den Bürgerkrieg, den es in den USA gegeben hat, anlässlich der Abschaffung der Sklaverei. Das heißt, wer in Kontinentaleuropa lebt, der setzt sich natürlich einem ganz enormen Risiko aus, in einem solchen Konflikt zum Leidtragenden zu werden. Das ist die europäische Geschichte. Ich glaube nicht, dass wir dieser Geschichte entkommen können. Deswegen jetzt alle Appelle zum Beispiel an Politiker wie Friedrich Merz oder Ursula von der Leyen zur Vernunft zu kommen, sind meiner Meinung nach komplett sinnlos. Ich würde darauf keine Energie verschwenden und keine Zeit verschwenden. Die Lage in Europa ist die, wie sie ist. Der europäische Boden ist vom Blut getränkt und dieser Geschichte können wir nicht entkommen, und diese Geschichte wird meiner Meinung nach auch so weitergehen. Das heißt, der einzige Weg, wie du dich meiner Meinung nach davor schützen kannst, ist, dass du letztlich Kontinentaleuropa verlässt und dir anderswo ein Leben aufbaust. Insbesondere, wenn wir das Ganze jetzt im Kontext sehen einer möglichen Wehrpflicht. Ja, also für mich ist diese mögliche Einführung der Wehrpflicht beginnend mit diesem Fragebogen im Grunde genommen ganz klar der erste Weg ins Verderben. Das muss man meiner Meinung nach 100%ig so sehen. Das heißt, mein Rat an dich ganz klar: Je früher du rauskommst, desto besser ist es. Vorhin hatte ich von der Schweiz gesprochen. Natürlich ist auch die Schweiz Teil Kontinentaleuropas. Nun muss man tatsächlich sagen, dass die Schweiz auch gerade zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg eine Insel der Sicherheit war. Dort gab es lange nicht so viele Tote, aber natürlich gilt auch, was ich gerade eben gesagt habe, für die Schweiz. Ich würde die Schweiz auch nur als Sprungbrett sehen. Ich hatte ja vorhin erwähnt, ich bin in die Schweiz umgezogen. Ich habe dort 3 Jahre gelebt und bin dann auch weitergezogen. Aber um jetzt sofort eine Auswanderung anzugehen, ist natürlich die Schweiz oftmals einfacher. So, aber strategisch gesehen würde ich die Lage in Europa als prekär bezeichnen. Das, was wir jetzt sehen, das ist im Grunde genommen keine Eskalation, sondern das ist der Normalzustand. Die letzten 75 Jahre Frieden waren letztlich ein Sonderzustand. Was wir jetzt sehen, wo es so langsam immer schlimmer wird, wo die Temperatur immer weiter aufgedreht wird, wo wir wie Frösche sind, die in einem Wassertopf sitzen,
der langsam zum Kochen gebracht wird. Das ist das, wovon wir ausgehen müssen. Wann es dann hier zu einem offenen Konflikt oder Krieg kommt, das kann natürlich keiner sagen. Das kann Jahre dauern, das kann Jahrzehnte dauern, aber alle Zeichen stehen auf Krieg. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Das musst du ganz nüchtern betrachten. Und hier kannst du dich auf die Geschichte verlassen. Lese es am besten selbst nach. Und wenn du ein junger Mensch bist, der sein Leben noch vor sich hat und jetzt einen solchen Fragebogen von der Bundeswehr bekommt oder vielleicht in den nächsten Jahren bekommen wird, oder vielleicht bist du schon ein bisschen zu alt, dass du den nicht mehr bekommst, aber auch dann bist du eben nicht wirklich sicher. Dann sollte das ein Weckruf für dich sein. Jetzt wird's ernst, mein Junge. Das sollte eigentlich ein solches Schreiben tatsächlich bei dir auslösen, dass es der Staat jetzt ernst meint. Jetzt ist vorbei mit lustig. Und wenn du mir nicht glaubst, dann versuch doch einfach mal diesen Fragebogen nicht auszufüllen. Schau mal, was passiert. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich glaube, der Staat wird wie bei vielen solcher Aktionen nicht besonders zimperlich sein. Die Deutschen waren ja schon immer ganz groß, wenn es darum ging, Formulare auszufüllen, bestimmte Erklärungen zu machen, dem Staat hier etwas über sich zu erzählen. Im Dritten Reich zum Beispiel musste man erklären, welches Vermögen man im Ausland hatte, welche Goldvorräte man möglicherweise als Bürger im Ausland hatte. Da ging es auch darum, ein Formular auszufüllen. Allerdings war das nicht freiwillig, sondern das musste man unter Androhung der Todesstrafe an den Staat melden, an die Nazischergen melden. Das, mein Lieber, das ist die deutsche Kultur, das ist der deutsche Weg. Und wie gesagt, was wir jetzt gesehen haben in den letzten Jahren, das ist eine Ausnahme, das ist nicht die Norm. Die Norm, das muss man sagen, in Deutschland und auch in Kontinentaleuropa ist leider sehr viel düsterer, sehr viel dunkler und sehr viel deprimierender. Das heißt, meine Empfehlung an dich ganz klar, je schneller du weg bist, desto besser ist es. In diesem Sinne, mit diesen nicht sehr optimistischen Worten kannst du jetzt in die etwas ruhigere Weihnachtszeit gehen und mal drüber nachdenken, wie du deine Zukunft für dich gestaltest, ob du wirklich Teil dieser Vernichtungsmaschinerie werden willst oder ob du lieber sagst, Leute, ich verabschiede mich dorthin, wo es schön ist, wo die Sonne scheint und wo ich nicht damit rechnen muss, durch den Staat zum Kanonenfutter gemacht zu werden. Wenn du dich dann entschieden hast, dann melde dich gerne bei uns, melde dich bei einem unserer Seminare an oder buche ein Beratungsgespräch. Alle Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesen Videos. Wir haben eine sehr lebhafte und sehr engagierte Community, bei der du dann auch Mitglied werden kannst, wo sich Mitglieder gegenseitig unterstützen mit Tipps, mit Beratung, mit Erfahrungen. Wir legen sehr viel Wert auf persönliche Begegnungen bei Veranstaltungen und ich würde mich sehr freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.